Herzlich willkommen zu diesem Video von SKS Germany. Heute möchte ich euch ein neues Zubehörteil für unseren Gepäckträger, den Infinity Universal, vorstellen. Es geht um den Infinity Mudguard Rear, unseren Radschutz für hinten. Der Radschutz ist 730 mm lang, besteht aus einem schwarzmatten Kunststoffprofil, hat vorn und hinten Kantenschoner und lässt sich je nach Bedarf individuell einstellen. Im Lieferumfang sind der Radschutz, das gesamte Zubehör zum Anbau und natürlich eine Bedienungsanleitung. Beginnen wir mit der Montage. Wir nehmen uns als erstes die Strebenklemmen und pressen hier die Muttern ein. Dazu nehmen wir eine Mutter, setzen sie in den Sechskant der Strebenklemme ein und drücken diese zum Beispiel einmal auf den Tisch. Wie man hier sieht, ist die Mutter danach komplett in die Strebenklemme eingedrückt. Das wiederholen wir mit allen 4 Strebenklemmen. Anschließend setzen wir die Strebenklemmen auf den montierten Gepäckträger auf. Dazu einfach an der Strebe ansetzen und nach vorne drücken. Die Strebenklemme rastet mit einem Klick ein. Bitte achtet darauf, dass die Mutter auf der Innenseite ist, also in Richtung Reifen zeigt. Auch das wiederholen wir mit allen Klemmen. Als nächstes nehmen wir uns die Radschutzaufnahme und die schwarzen Schrauben. Wir setzen die Radschutzaufnahme zwischen die Strebenklemme und schrauben diese mit der Schraube leicht an. Die Schraube nicht zu fest anziehen, sodass wir nachher den Radschutz noch in der Höhe verstellen können. Und wie immer gilt, bei allen 4 Klemmen wiederholen. Die Radschützer gibt es in 2 verschiedenen Breiten. Einmal als 56er Version für Reifenbreiten bis zu 47 mm, das sind 1,75 Zoll. Oder in der 75er Version für Reifenbreiten bis 65 mm. Das sind 2,4 Zoll. Beide Radschützer sind für Durchmesser von 27,5 Zoll bis 29 Zoll geeignet. Jetzt wird es Zeit, den Radschutz zu montieren. Wir führen ihn von hinten durch den Gepäckträger durch und drücken ihn in die Schlitze der Radschutzhalter. Auch hier bei allen 4 darauf achten, dass der Radschutz komplett in den Haltern sitzt. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns die grobe Position nach vorne oder nach hinten beim Radschutz aussuchen. Ich möchte jetzt, dass der Bereich am Fahrrad ein bisschen weiter geschützt ist. Deswegen schiebe ich den Radschutz etwas weiter nach vorne. Sollte er hierbei wieder aus den Strebenklemmen springen, ihn einfach wieder reindrücken. So sieht es von der Positionierung vorne und hinten ganz gut aus. Jetzt müssen wir den Abstand zu den Reifen einstellen. Hier ist darauf zu achten, dass wir mindestens 1,5 cm an jeder Stelle zwischen dem Radschutz und dem Reifen haben. Dazu einfach die Daumen auf die Strebenklemmen aufsetzen und nach unten drücken bzw. nach oben schieben. Wir stellen den Radschutz schön parallel und mittig über dem Reifen ein. Das sieht doch ganz gut aus. Zum Schluss nehmen wir die 4 silbernen Schrauben. Hierbei handelt es sich um selbstschneidende Schrauben. Wir müssen also keine Löcher vorbauen, sondern wir nehmen die Schraube, setzen sie in den Radschutzhalter ein und schrauben diese mit leichtem Druck fest. Wir merken dann, dass irgendwann die Schraube packt und sich durch den Radschutz frisst. Damit ist der Radschutz an den Strebenklemmen fixiert. Zum Schluss schrauben wir noch die Strebenklemmen fest, damit sich diese nicht mehr von alleine am Gepäckträger verschieben.
Und so einfach lässt sich der Infinity Universal Mudguard Rear fixieren. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.